Können Sie uns über eines Ihrer einschneidendsten Erlebnisse berichten, die Sie an der Grenze erlebt haben? Ähm, Ich kann da von zwei Sachen berichten. Die sind, beim einmal haben wir einen Flüchtling aufgegriffen, der objektiv aus der DDR kam. Also der hat nicht irgendwie jetzt eine Story erzählt, sondern der kam aus der DDR, er ist geflüchtet und hat uns dann erzählt, wo er überall lang gegangen ist, und er ist über den Zaun und dann ist er gelaufen und dann kam der nächste Zaun. Und bis dahin hat sich das für uns gedeckt, weil das war der normale Aufbau der DDR-Grenze. Den Zaun, den der normale Besucher gesehen hat, war der Zaun, der so vorne war, ich sag mal als Show. Aber in der Regel gab es noch einen zweiten Zaun von unserer Seite aus gesehen, hinter diesem Zaun 300-400 Meter weiter. Und dementsprechend, das war völlig normal, man musste über zwei Zäune rüber. So, und dann hat er noch vom Zaun und noch vom Zaun erzählt, und das konnten wir gar nicht. Dann haben wir versucht, das auf der Karte nachzuvollziehen, und dann haben wir dann gemerkt, der arme Junge ist an der Stelle rübergekommen, wo die Grenze einen Zickzack macht, und der ist tatsächlich im Westen gewesen, ist weitergelaufen, ist im Osten gewesen, ist weitergelaufen und war dann aber glücklicherweise wieder im Westen. Also das war die eine Situation, und die andere Situation war dann weniger lustig. Das ist mir ganz genau so zweimal passiert. Es wollte jemand flüchten, hat mich gesehen, ist auf mich selber zugelaufen, weil es für ihn dann der kürzeste Weg war, und er dachte, er wäre damit dann auch in Sicherheit. Und bei beiden Malen sind die Personen nicht bis zum Zaun gekommen, sondern vorher erschossen worden. Das war nicht nur sehr tragisch und beeindruckend, sowas mitzuerleben, sondern auch sehr gefährlich, weil, wie gesagt, auf die Person wurde geschossen, die ist auf mich zugelaufen, das heißt, mir sind die Kugeln real um die Ohren geflogen, ist ein Geräusch, was man nicht wirklich mehr vergisst, weil die Kugeln waren sehr nah dran. Ja, Sie haben ja schon erwähnt, Sie hatten auch viel mit Republikflüchtlingen zu tun. Was geschah normalerweise mit Ihnen, nachdem Sie die Grenze überquert hatten? Normalerweise eigentlich verhältnismäßig wenig von unserer Seite her. Wir haben die aufgenommen, haben erstmal geguckt, ob alles so körperlich in Ordnung ist, ob die eventuell Erste Hilfe oder ähnliches benötigen. Die Personalien wurden aufgenommen, auf irgendwelche Ausweispapiere, ähnliches musste man sowieso verzichten, weil in der Regel ja nichts vorhanden war. Die meisten sind wirklich mit dem, was sie am Körper hatten, über die Grenze gekommen. Und in dem Bereich, wo ich war, das heißt von Helmstedt aus ungefähr 20 Kilometer im Norden bis 40 Kilometer im Süden von Helmstedt aus gesehen, da gab es eine Flüchtlingsauffangstelle, die war in Helmstedt, da wurden die hingebracht, und dann hat sich die Arbeit für den Grenzschutz an der Stelle eigentlich erledigt gehabt. Hatten Sie Angst vor Ausbruch von Konflikten zwischen Ost und West? Nicht, nicht wirklich, weil also einerseits auch dadurch bedingt, dass wenn man jetzt sehr lange die Grenztruppen der DDR sieht, plus dem, was man aus dem Fernsehen wahrgenommen hatte über den wirtschaftlichen Zustand der DDR, das war doch alles, also die Autos waren kurz vorm Zusammenbrechen. Äh, Der Zustand der Grenztruppen war schon fast peinlich. Also die habe ich nicht als Gefahr